Herzlich willkommen bei Lehmann Audio. Kompression ist nicht gleich Kompression. Alles weitere gleich. Herzlich willkommen bei Lehmann Audio. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Direkt am Anfang natürlich der Hinweis, den Kanal zu abonnieren. Das macht mir große Freude, wenn ich sehe, dass das mehr Leute erreicht. Und gerne natürlich einen Like dalassen und Kommentare dalassen. Und beim Abonnieren natürlich das Glöckchen nicht vergessen, damit ihr auch wirklich keinen Beitrag mehr verpasst. Das Thema heute ist Kompression. Komprimiertes Audio ist ja an so vielen Dingen schuld. Und die Frage ist, was zum Teufel ist eigentlich komprimiertes Audio? Weil mit dem Ausdruck als solches ist das nämlich gar nicht klar. Das können verschiedene Dinge sein. Also, nicht geklärt ist bei diesem Ausdruck komprimiertes Audio, was überhaupt komprimiert wurde. Fangen wir an mit Datenkompression. Da ist es so, MP3 ist sicherlich das bekannteste Format, was als Datenkompressionsformat auf dem Markt ist, erfunden von Fraunhofer. Und die sind angetreten, weil sie sagten, ja okay, wir können Bandbreite sparen bei der Übertragung oder wir können Speicherplatz sparen beim Speichern, indem wir einfach die Dinge wegrechnen, die für das Musikhören nicht wirklich relevant sind. Und man kann sagen, ja, das ist so auf der einen Seite. Das Gehirn rechnet die fehlenden Informationen einfach wieder dazu, aber so ganz so einfach ist das eben doch nicht, denn das Gehirn muss das dann nämlich auch tun. Ja, das heißt, diese feuchte graue Hardware zwischen unseren Ohren ist praktisch permanent bei MP3, je nach Reduktionsgrad unterschiedlich hoch, praktisch permanent im Overclocking-Modus unterwegs und bügelt die Fehler, die einem da entgegenkommen als Audiodatei, dauernd wieder aus. Und das führt dann auch zu einer gewissen Unruhe oder kann zu einer gewissen Unruhe führen, was eigentlich das Gegenteil ist von dem, was wir beim Musikhören haben wollen. Es gilt da der Satz von Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Das heißt, je stärker die Kompression, je stärker können, wohlgemerkt, auch das ist natürlich individuell unterschiedlich, je stärker können ja, die Unwohlsein-Empfindungen sein. Und wenn man irgendwie zu stark komprimiertes Audio hört, dann kann das dazu führen, dass man an der Anlage dauernd rumspielt, die Lautstärke justiert oder die Titel skippt oder was auch immer. Also irgendwie alles das, was einen eigentlich so vom relaxten, entspannenden Musikhören ablenkt. MP3 ist nun ein zerstörendes Verfahren, die Datenrate oder den Speicherplatz zu reduzieren. Das heißt, das, was da sozusagen weggeschnitten worden ist, was da als irrelevant erklärt worden ist, ist so definitiv unwiederbringlich verloren. Das ist nicht wieder zurückholbar. Es gibt auch andere Audio-Datenkompressionsverfahren, die funktionieren, ich sag mal sozusagen nach der Art der ZIP-Dateien. Das heißt, es werden Redundanzen weggelassen und mit diesen Redundanzen, wenn die weggelassen werden, ist es aber immer noch möglich, hinterher wieder das Originalsignal herzustellen. Das ist aber, ich sag mal, nur bei Spezialfällen gebräuchlich. Das gebräuchlichste Datenkompressionsverfahren, wie gesagt, ist und bleibt MP3. Kommen wir nun zur zweiten Möglichkeit der Audiokompression und das ist die Dynamikkompression. Die wahrgenommene Lautstärke wird reduziert durch sogenannte Kompressoren und Limiter, wobei Limiter dann eine Spezialart von Kompressoren sind, die also wirklich für einen ganz bestimmten Anwendungsfall gedacht sind. Bei der Dynamikkompression ist es so, dass zunächst mal ein sogenannter Schwellwert eingestellt wird und oberhalb dieses Schwellwertes wird dann die Dynamik in einem vorher auch eingestellten Verhältnis komprimiert. Das heißt, wenn man sagt, wir haben einen Schwellwert von minus 10 dB und haben dann ein Signal, was 8 dB oberhalb dieses Schwellwertes liegt, also dann minus 2 dB zum Beispiel, und wir hätten ein Kompressionsverhältnis von 1:4, dann würde oberhalb von diesem minus 10 dB Wert der Pegel hinterher nur noch um 2 dB ansteigen, statt um 8 dB. Das führt dann dazu, dass wir zum Beispiel diese bekannten Audiowürste haben, die wir ja schon aus vielen Diagrammen kennen. Und ein Stichwort zu dem Thema ist Loudness War. Es gibt diese ganzen neuen Master, die sich alle viel besser anhören sollen und die im Endeffekt viel langweiliger und einfach platter klingen. Ja, also ich habe es selber schon erlebt, dass bei einem Krimi-Hörspiel ein massives Zuschlagen einer Autotür durch den Sendekompressor, in dem Fall war das ein Optimode in der Sendestrecke, praktisch zu einem Plöpp reduziert worden ist. Bei der Dynamikkompression haben wir die statischen Parameter, das ist die Ansprechschwelle, also die Schwelle, ab der das Signal dann komprimiert werden soll, und das Kompressionsverhältnis, also die Kompressionsratio.
Und wir haben die dynamischen Parameter. Und die dynamischen Parameter sind also die Zeiten, in denen der Kompressor reagiert. Das heißt, wie schnell dieser Regelvorgang passieren soll, wenn eine Pegelüberhöhung erkannt wird und wie schnell diese Kompression auch wieder zurückgenommen wird, wenn diese Pegelüberhöhung wieder vorbei ist. Das ist dann die sogenannte Release-Zeit. Und je nachdem, wie diese dynamischen Parameter eingestellt sind, kann man zum Beispiel, das gibt es sehr, sehr häufig im Radio, also ich erlebe das immer wieder und ich schalte dann auch regelmäßig weg, wenn es anfängt zu pumpen. Wenn also wirklich das Musiksignal sozusagen hörbar anfängt zu atmen, dieses Kompressionspumpen kommt von den entsprechend eingestellten Zeitkonstanten. Und insgesamt ist es natürlich so, dass ja, diese Dynamikkompression wirklich massiv klanglich in das Signal eingreift. Ihr seht, Kompression ist vielfältig, also das heißt, es gibt so zwei Arten der Kompression, die beide so richtig überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben. Die eine die Datenkompression und die andere die Lautstärkereduktion. Und auch bei der Lautstärkereduktion ist es so, dass hier üblicherweise das Originalsignal nicht wieder rückholbar ist. Das heißt, das ist ein Echtzeitprozess normalerweise. Das heißt, die Kompressoren oder Limiter sind in der Sendekette eingeschleift oder in der Hauptsumme bei einem Mischpult, bei der Beschallung und so weiter. Und dann geht das komplette Signal darüber. Und ja, dann wird es halt eben entsprechend behandelt. Was ihr seht, ist, Kompression ist nicht gleich Kompression. Also es macht wirklich Sinn, da auch zu wissen, wovon dann gerade die Rede ist. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal.